sehen wir was Großes. Einen neuen Bezug für diesen Sitzsack hier. Ich habe den vor kurzem geschenkt bekommen und er sieht auf dem Video bestimmt voll in Ordnung aus. Aber dieses komische Kunstleder löst sich auf. Es ist ganz ekelhaft klebrig und da will man eigentlich nicht drauf sitzen. Ich will dieses Schnittmuster abnehmen, aber dafür müssen wir den Kerl erstmal leer machen. Okay, die Füllung besteht aus vielen kleinen Styroporkügelchen. Ah! Nein, noch nicht! Ich glaube, ich sollte es nicht ganz aufmachen. Stopp! Ah! Okay, es ist weniger daneben gegangen als befürchtet. Ich habe es ausgerechnet. In diesem Sack waren 209 Liter Styroporkugeln oder umgerechnet 4,6 Kilo. 209 Liter Füllung. Wow. Das finde ich spannend. Bei dem Sack wurde hier entlang dieser ganzen Nähte so ein Band genäht. Das ist Twilltape und ich weiß den deutschen Namen gerade nicht. Twillband oder so. Das haben die bestimmt gemacht, um die Nähte und deren Zugfestigkeit zu verstärken. Aber ich habe kein eigenes Twillband, das heißt, ich werde mir wohl doch die Mühe machen, das aufzutrennen, damit ich dieses Band hier nochmal verwenden kann. Der Sitzsack besteht aus 5 dreiecksähnlichen Teilen und einem kreisförmigen Boden. Wenn du meinen Sitzsack nachnähen möchtest, mach dir jetzt einen Screenshot. Wenn du weißt, dass dein Projekt später große Belastungen aushalten muss, dann empfiehlt sich ein Näh- und Zugtest. Und man sieht schon, so kann ich es nicht nähen. Aber ich habe doch noch das Twillband. Meine Idee war, die Nahtzugaben auseinander zu bügeln und dann das Twillband mit 2 parallelen Nähten da drauf zu nähen. Und schaut mal, wie viel stabiler das jetzt ist. Also werde ich das jetzt bei allen Nähten so machen. Hier der Spitze, wo sich die 5 Teile treffen und der Stoff so dick ist, war das Nähen ein bisschen knifflig, aber irgendwie hat es funktioniert. Der Originalsitzsack hatte um das Bodenstück herum kein Twillband, aber sicher ist sicher, ich werde alle Nähte verstärken. Darum mache ich mir hier mein Ersatz-Twillband aus der Webkante des Stoffs. Funktioniert mit Canvas super, kann ich empfehlen. Und ich musste den Boden aus Viertelkreisen zusammensetzen, weil ich mich beim Stoffverbrauch verrechnet hatte und mein Stoff sonst nicht gereicht hätte. Wenn ich das einfach so festnähe, habe ich ein bisschen Sorge, dass hier ein kleines Loch entsteht, wo nachher die Füllung rauskommen könnte. Gerade auch hier auf dieser Seite. Und deshalb werde ich hier einen kleinen Stopper dran nähen. Und jetzt kommt das alles da rein. Und hier ist mein fertiger Sitzsack. Ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis, vor allem mit der Technik, wie ich die Nähte verstärkt habe. Die sind mega stabil geworden. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen sitzen und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss!